Stephan Külgen hier, hallo. Weihnachten und die Ferienzeit sind ja, leider schon wieder passé. Aber das heißt aber auch, dass es auch wieder Zeit für die Vorstellung des nächsten Neuheitenpakets ist. Zwei Sachen fallen euch diesmal sicher auf. Zum einen das neue Format und Layout. Zum anderen, dass wir leider diesmal wieder wenige Wings-Neuheiten präsentieren können. Wir mussten kurzfristig das Paket deutlich abspecken, als im Zuge der neuen Corona-Politik in China wir Produktionslinien und komplette Fertigungen zeitweise schließen mussten. Gesundes Personal war schlichtweg Mangelware. Gott sei Dank waren wenigstens halt die meisten Fälle sehr mild. Trotz des kleinen Pakets hoffe ich natürlich, dass einige spannende Neuheiten für euch dabei sind. Stephan Külgen here again. Hey there. Christmas and the holiday season have unfortunately again passed much too quickly. But that means that it is also time for the presentation of the next package of new releases. Two things certainly stand out this time. On the one side, we have the new format and layout. On the other hand, that we unfortunately can only present a handful of new models this time around. We had to drastically slim down the package at short notice when, in course of China's changed corona policy, we had to temporarily close production lines and even complete facilities as numerous employees contracted the virus, but at least thankfully most only had mild symptoms. Despite its small size, I do hope that there is something in the package for everyone. Zum Beispiel haben wir das erste Modell des französischen Ferienfliegers Air Caraïbes in 1:500 in der Ankündigung, für die wir schon sehr viele Anfragen seit einiger Zeit erhalten haben. Wir starten gleich auch mal mit dem Flaggschiff, dem A350-1000. Oder eben unsere zweite A330 MRTT aus den neuen Werkzeugen, diesmal in den Farben der Streitkräfte Singapurs. For example, we can now announce the first model of the French leisure airline Air Caraïbes in 1:500 scale. Many have requested this airline for some time now. We will start with their flagship, the A350-1000. And we also have our second release from the fairly new A330 MRTT tooling, this time in the livery of the Singapore Defense Forces. Endlich können wir das erste fliegende Badehandtuch in 1:500 ankündigen. Nachdem wir bereits Modelle in der immer beliebter werdenden Snapfit-Serie im letzten Jahr ausliefern konnten, folgt nun das erste Modell als Metallmodell in 1:500. Weitere Typen und Farben sind bereits in Arbeit für Sommer 2023. Die Bemalung mag vielleicht nicht jedem gefallen, wer aber Condor-Flugzeuge am Flughafen schon mal sehen konnte, kann zumindest nicht sagen, dass er sie nicht erkannt hätte. Finally, we can also announce the first flying beach towel in 1:500. After we had already delivered models in the increasingly popular Snapfit series last year, we can finally release the first die-cast model in 1:500. Further aircraft and colors are already in the works for summer of this year. Not everybody will like the scheme, but if you had a chance to see a Condor aircraft at the airport, you will have to admit that they really stand out. Vor kurzem, um Herbst herum, begann Antonov Airlines ihre Flugzeuge nach ukrainischen Städten zu benennen, die entweder lange umkämpft waren oder die russische Angriffe abgewehrt haben. Es ist schon eine Weile her, dass wir in der Antonov 124 produziert hatten, also gab uns diese Ergänzung der Taufnamen der sogenannten Heldenstädte einen weiteren Grund, diese in 1:500 endlich neu aufzulegen. Diese Neuheit ist nach Kharkiv, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, benannt. Recently, I think around last fall, Antonov Airlines started to name their aircraft after Ukrainian cities that were long fought over or that had repelled invading Russian forces. It has been a while since we produced Antonov 124 models in the 500 scale, so the addition of these names of the so-called hero cities gave us one more good reason to start a new run. This release is named after Kharkiv, the second largest city of Ukraine. Auch zu Beginn von 2023 setzen wir unsere kleine Reihe zum 40. Jubiläum der Boeing 767 mit zwei weiteren Modellen fort. Zum einen NZ aus Australien und ein Modell der United Airlines in der sogenannten Battleship-grauen Bemalung. Die VHRMD aus Australien war übrigens die erste 767, die 1983 an NZ geliefert wurde. Und übrigens Nummer 2,
Die N603UA absolvierte den letzten Flug einer 767-200 bei United im März 2005. At the beginning of 2023, we are continuing our small series of the 40th anniversary of the Boeing 767 with two more models, Ansett from Australia and a United Airlines model in the so-called battleship gray livery. A little background note number one. VHRMD was the first 767 delivered to Ansett back in 1983, and background note number two. N603UA completed the last flight of a 767-200 at United in March in 2005. Im Maßstab 1:200 haben wir zwei Neuerscheinungen aus unserem beliebten Il-62-Formen. Zum einen Lot aus Polen und auch ein Modell der ehemaligen nationalen Fluggesellschaft des Landes, der Air Ukraine. Beide Modelle kommen mit dem abnehmbaren Stützrad, das für Stabilität beim Be- und Entladen der Il-62 sorgte, die durch die Anordnung der 4 Triebwerke am Heck durchaus zum Kippen neigte. Und nicht zu vergessen, unser erstes 1:200 Modell, eine A350 in der wirklich prachtvollen Lackierung der italienischen ITA Airways mit ihren Metallic Blau und den kleinen Ornamenten am Heck. In the 200 scale, we have two new releases from our quite popular Ilyushin IL-62 mold. Lot from Poland, and also a model of the former flag carrier of the country, Air Ukraine. Both will come with the removable support wheel, which was necessary to stabilize the tail-heavy IL-62 during loading and unloading on the ground. And definitely not to forget, our first 1:200 model of an A350 in the quite splendid livery of Italy's ITA or ITA Airways with its metallic blue and small ornamental designs on the tail. Und dann haben wir noch zu guter Letzt eine neue Cessna 172 und 187. Diese Neuheit ist ganz sicher nicht nur für Luftfahrt- und KLM-Fans interessant, sondern auch für H0-Sammler und Anlagenbauer. Diese 172 ist im unverwechselbaren Blau der größten niederländischen Airline gehalten. Vielen Dank fürs Einschalten, ich hoffe, das sagt man noch so, und für euer Interesse. And last but not least, after a long hiatus, a new Cessna 172 in the 1:87 scale. This new release is for sure not only interesting for aviation and KLM fans, but also for the 1:87 railroad collector and builder. Thank you once again for tuning in and for your interest in Herpa.